Oh, das war der Move. Oh Gott. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich damals vor 10 Monaten oft gefragt, welcher Reifen der richtige für mich ist. Auch gerade vom Gewicht her. Ich habe hier 3 verschiedene Gewichtsklassen, aber keinen extrem schweren Reifen. Ich werde euch auch gleich sagen, warum ich davon nicht überzeugt bin. Auf jeden Fall sind das die 3 Reifen. Juhuhuhu. Guckt. In der Regel sagt man, je schwerer und größer der Reifen, desto einfacher ist das Training. Denn ein schwerer Reifen hat eine höhere Fliehkraft. Dadurch sind die Bewegungen langsamer und man kann den Ablauf besser verinnerlichen. Wenn der Reifen aber zu schwer ist, gibt es einen sehr großen Nachteil. Dazu komme ich gleich. Der wiegt hier, ja, Erbsen, hallo, fast 1,8 Kilo. Der ist also nicht so schwer, finde ich. Also geht noch. Aber den merkt man auch schon. Und der hier wiegt zum Beispiel 870 Gramm nach meiner Messung. Der ist hier zum Beispiel auch etwas kleiner. Das heißt, ich benötige einfach viel mehr Energie. Der Reifen bewegt sich viel schneller um meine Hüfte oder um meine Taille. Das kann ich euch gerne mal zeigen, wenn ich das hier mal weggestellt habe. Ups. Immer darauf achten, dass der Reifen Rückenkontakt hat. Und los geht's. Ich finde, es ist kein idealer Anfängerreifen, da man, wie gesagt, hier etwas geübter sein muss. Der Reifen ist leicht und kann so einfach schneller runterfallen. Also hier braucht man definitiv etwas Erfahrung, aber auch so kann man abnehmen. Ich bewege mich schneller oder ich muss mich schneller bewegen. Hollern und drehen. Nichts für mich. Die Gefahr, dass ich hier blaue Flecken bekommen werde, ist eher gering, weil der Reifen ist gepolstert und leicht. Genau, leicht. Also ich spüre keine richtige Belastung, aber es kann auch daran liegen, dass ich seit 10 Monaten trainiere. So, das ist der Reifen mit 870 Gramm. Jetzt machen wir mal weiter oder ich mache weiter. Der hier wiegt 1,2 Kilo, den hatte ich auch im Urlaub dabei, allerdings geht hier die Beschichtung ab, seht ihr, im Koffer habe ich den leider nicht richtig gut verpackt, aber der ist minimal größer als der schwarz-graue. Ja, der knarrt etwas oder der quietscht etwas. Es ist definitiv einfacher. Ich kann mich hier auch besser mit euch unterhalten oder mit der Kamera. Ich unterhalte mich mit euch, genau. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Genau, und der wiegt 1,2 Kilo. Ein guter Anfängerreifen, allerdings geht der Reifen mir nicht bis zum Bauchnabel, also der hat keinen Durchmesser von 100 cm. Und der hier hat eigentlich nur eine andere Farbe und mehr Gewicht. Am Anfang war der Reifen sogar noch schwerer, bis mir aufgefallen ist, dass ich keinen besseren Erfolg habe oder keinen schnelleren Erfolg. Also ich habe nicht mehr abgenommen oder nicht doppelt so schnell abgenommen. Ihr wisst, Rückenkontakt. Ja, ich habe den Reifen nicht richtig befüllt, also man hört die Erbsen. Das Problem hier ist zum Beispiel, wenn der Reifen sehr schwer ist, dass sich das Gewicht durch die Drehbewegungen vervielfacht. Also der Reifen ist eigentlich viel schwerer, als wie er wirklich ist. Bei schweren Reifen kommt man leichter in die Fehlhaltung. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen. Kommt natürlich nicht gut für den Rücken. Und die Gefahr, dass man hier blaue Flecken bekommt, ist natürlich viel größer durch die Belastung. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß du bist, also deine Größe plus Körpergewicht. Für einige sind 1,8 Kilo, genau, 1,8 Kilo ideal. Ja, also ich habe tatsächlich keine blauen Flecken mehr. Hatte ich überhaupt einen? Ich glaube ja, einen hatte ich. Für mich ist das Gewicht keine so große Belastung. Klar, ich spüre das Gewicht auf der Haut, aber ich bekomme keine blauen Flecken oder keine Schmerzen danach. Trotzdem, wie gesagt, habe ich keinen besseren Erfolg dadurch oder keinen besseren Erfolg sehen können bis jetzt. Und von daher bin ich der Meinung, dass 1,2 Kilo definitiv ausreicht. Für mich. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Den werde ich auf jeden Fall auch wieder mitnehmen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, schwer muss nicht immer gut sein und schwer muss auch nicht immer effektiv sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Oh, das war der Move. Oh Gott. Der Abschlussmove. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Training oder beim Hullern und bis bald.